das Problem bei der CDU ist, die Programmatik, wenn ich sie mir durchlese, da gibt es viele Dinge, die ich unterschreiben kann. Ja, von der Programmatik, von dem, was geschrieben ist, aber Papier ist geduldig. Am Ende koaliert die CDU, egal ob das Merz ist, der jetzt schon angekündigt hat, mit den Grünen zu koalieren. Merz hat ja sogar frank und frei herausgesagt, dass er sich vorstellen kann, dass ein Robert Habeck wie der Wirtschaftsminister ist, der wirklich hauptverantwortlich für die Deindustrialisierung Deutschlands ist. Das heißt, mit der CDU wird es keine politische Wende geben. Nochmal, Papier ist geduldig, man hat viel abgekupfert bei der AfD, man hat uns programmatische Inhalte geklaut und versucht die jetzt im Wahlkampf zu propagieren. Aber jeder weiß, wer CDU wählt, der bekommt linke Politik. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Frage an euch. Was wäre, wenn das, was die Mehrheit der Bürger wählt, am Ende gar nicht mehr zählt? Genau das ist das Thema in einem starken Interview mit Björn Höcke. Er spricht Klartext darüber, wie die Politik am Willen der Bürger vorbeiregiert und was das für unser Land bedeutet. Egal, ob ihr ihm zustimmt oder nicht, dieses Interview hat es in sich. Bleibt dran, hört genau hin und lasst uns gemeinsam darüber sprechen. Was denkt ihr? Wird hier wirklich Demokratie gelebt? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und eure Meinung unten zu teilen. Jede Stimme zählt. Ich freue mich, von euch zu hören. Auf geht's! So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Björn Höcke steht neben mir, Chef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, der größten Fraktion im Thüringer Landtag und auch der nach wie vor größten Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag. Herr Höcke, Sie haben im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl unter anderem gesagt, das würde nicht dem Wählerwillen entsprechen. Aber ist es nicht auch so, dass man eine Mehrheit braucht, um ein Regierungsamt übernehmen zu können? Das ist formal natürlich richtig. Wir sind eine parlamentarische Demokratie und am Ende wählt der Landtag den Ministerpräsidenten. Von daher haben Sie recht. Aber es gibt natürlich trotzdem so etwas wie ein demokratisches Ethos. Es gibt trotzdem so etwas wie eine, dem Politiker gut zu Gesichte stehende Sensibilität für den Willen des Volkes. Und ich darf daran erinnern, dass die Thüringer schon 2019 Rot-Rot-Grün abgewählt haben. Daraufhin wurde eine verlässliche Partnerschaft zwischen CDU und Rot-Rot-Grün kreiert, die dann dieses rot-rot-grüne Minderheitsbündnis nochmal 5 Jahre durchgetragen hat. Jetzt haben die Thüringer am 1. September 2024 wieder ein sehr deutliches Votum abgegeben. Ein Votum, das deutlich macht, es darf eigentlich kein Weiter so geben. Wir wollen ein Ende des Linksschwenks in Thüringen. Wir wollen eine konservativ-bürgerliche Politik für Thüringen. Das ist der Wählerwille und das ist auch übrigens im Hinblick auf die Bromberg-Koalition jetzt auch durch Umfragen bestätigt. Die Mehrheit der Thüringer will diese Bromberg-Koalition nicht. Unabhängig davon bleibt Ihnen jetzt die Oppositionsrolle. Wie wird die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag damit umgehen? Kritisch-konstruktiv, wie wir das schon seit 10 Jahren machen. Ich bin seit 2014 Fraktionsvorsitzender. Uns war es immer ein Anliegen, die demokratische Kultur auch dadurch zu erneuern, dass wir gesagt haben, wir denken nicht in Parteischablonen, wir denken nicht in Fraktionsschablonen, sondern wir prüfen Anträge aller Fraktionen immer der Sache nach und gucken, was nutzt es Thüringen oder wo schadet es eventuell Thüringen. Das wird auch weiterhin unsere Kultur sein, die uns trägt, das kann ich hier schon mal versichern. Trotzdem sind wir natürlich als stärkste Fraktion im Thüringer Landtag und als Oppositionsführungsfraktion, wenn man das so einordnen will, auch in der Pflicht, den Menschen draußen eine deutliche Stimme zu geben, die jetzt überhaupt gar nicht repräsentiert sind in der Regierung. Das heißt, wir werden überall dort, wo Missstände auftreten, den Finger in die Wunde legen. Ich habe gerade im Plenum eine Rede gehalten zur Aktuellen Stunde, wo ich angekündigt habe, dass die AfD-Fraktion einen Untersuchungsausschuss einsetzen wird zu dem vor einigen Tagen aufgeploppten Fall Kramer. Es gibt offenkundig grobe Dienstvergehen des derzeitigen Verfassungsschutzchefs. Das ist durch eine Investigativrecherche von Apollo News aufgedeckt worden. Es sind ganz viele Fragen, die aufgeworfen worden sind, auch was die Verbindung von Medien, in diesem Fall ist es der MDR, und dem Verfassungsschutz angeht. Es geht um Geheimnisverrat, der im Raum steht. Es geht um Gewaltandrohung gegenüber Mitarbeitern, die im Raum stehen. Alles das muss jetzt aufgearbeitet werden. Und Stefan Kramer wird, und das ist, glaube ich, jetzt schon abzusehen, zur Belastung für die neue Regierung werden.
Ganz kurz, die Diskussion, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können Sie auf dem Thüringer Landtag auf der Website auch nachvollziehen. Da gibt es auch die Aufzeichnung dieser Plenardebatte. Wir kommen dazu an einem anderen Teil nochmal zurück. Unabhängig davon haben Sie ja eine durchaus große Fraktion und auch eine Art Sperrminorität, wenn es darum geht, Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit im Landtag zu fällen. Wie werden Sie damit umgehen? Auch da kritisch konstruktiv. Alles das, was in den letzten 10 Jahren von Rot-Rot-Grün versucht worden ist, auch im Hinblick auf Verfassungsänderungen, wird natürlich von uns mit Argusaugen beobachtet und ist ja damals in den letzten 10 Jahren schon begleitet worden. Wir haben ja im Thüringer Landtag auch einen Verfassungsausschuss gehabt, der Verfassungsänderungen vorbereitet hat, der aber letztlich mit seiner Arbeit nicht zum Ende gekommen ist. Wir haben den Verdacht, dass die Landesverfassung des Freistaats Thüringen im rot-rot-grünen Zeitgeist umgeändert und transformiert werden soll. Das werden wir natürlich verhindern, wenn es dort einschlägige Aktivitäten der Bromberg-Koalition geben sollte. Ansonsten ist die Zweidrittelmehrheit vor allen Dingen für die Wahl wichtiger Ämter im Freistaat Thüringen bedeutsam. Unter anderem werden die Verfassungsrichter des Freistaats Thüringen, also des Verfassungsgerichtshofs, mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Und da wird man uns mitnehmen müssen. Man wird unsere Kandidaten mitnehmen müssen und man wird insgesamt mehr Rücksicht auf die AfD nehmen müssen. Ja, Andreas Bühl, Ihr Pedant in der CDU-Fraktion, hat den Konsultationsmechanismus erwähnt. Wird sich die AfD diesen ein bisschen beibringen, mitbringen oder völlig verwehren? Oder kommt es drauf an? Ja, es ist wichtig, dass Sie das ansprechen. Ich habe das ja auch schon kritisiert in meinen öffentlichen Stellungnahmen gestern. Wir haben durch diesen Konsultationsmechanismus eigentlich war es schon in der Zeit der verlässlichen Partnerschaft, die ich gerade in Erinnerung gerufen habe, seit 2019 so, dass die CDU Thüringen den Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei gegenüber der Linken unterlaufen hat. Und dieses Unterlaufen wird eigentlich jetzt perpetuiert, verstetigt. Die Bromberg-Koalition hat nur 44 Stimmen, das heißt, sie hat keine Mehrheit, sie ist angewiesen auf die Stimmen der Linken. Und deswegen habe ich auch zusammengefasst, dass die CDU ja nicht nur von 2 linken Koalitionspartnern abhängt, sondern letztlich noch von einem dritten informellen Koalitionspartner, den man jetzt Konsultationspartner nennt, weil das einfach eleganter klingt. Also wie gesagt, die CDU macht ja einen großen Spagat, der letztlich existenzgefährdend sein kann. Und ich habe ja gestern in der Sitzung, in der der Ministerpräsident gewählt worden ist, auch so ein bisschen rumgeschaut und besonders augenfällig war diese Begegnung von Bodo Ramelow und Mario Vogt. Wie der Bodo Ramelow vor der Wahl des Ministerpräsidenten auf Mario Vogt zuging und ihn dann auch in den Arm nimmt. Und die beiden Männer umarmten sich. Es sah mit Verlaub etwas übertrieben, jetzt sage ich jetzt fast so aus wie der sozialistische Bruderkuss. Das heißt, die Linke wird ein gewichtiges Wort mitzureden haben in der CDU und die Frage ist, was bleibt von der CDU noch übrig? Und jetzt komme ich wieder auf den Ausgang unseres Gespräches. Die Thüringer wollen eigentlich eine bürgerlich-konservative Politik mehrheitlich und die CDU verbiegt sich ja gerade bis zur Unkenntlichkeit. Da fällt mir aber dazu ein, dass Mario Vogt dann Zusammenarbeit mit der AfD im Wahlkampf auch von Anfang an auch ausgeschlossen hat. Insofern wüsste doch jeder Wähler, der die CDU gewählt hat, dass er eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht bekommt. Kein Argument für Sie? Nein, kein Argument für mich, weil man am Ende doch immer gucken muss, was der Wähler will. Ja, wir sind ja alle als Politiker Kaffeesatzleser, das heißt, wir wissen am Ende doch auch nicht, wie der Souverän entscheidet. Wir sind in einer politischen Lage in Thüringen und Deutschland, die man als volatil bezeichnet. Es gibt unheimlich viel Dynamik, das Parteiensystem wird durcheinandergewirbelt. Das BSW ist vor noch nicht mal einem Jahr gegründet worden und hat im Osten Erfolge eingefahren. Ob die jetzt berechtigt sind und ob die Hoffnung der BSW-Wähler dann wirklich auch bestätigen können, das wird die Zeit zeigen. Aber nochmal, ich muss doch dann als verantwortlicher Politiker auch sehen, was will das Volk und das nochmal will das Volk nicht. Stichwort BSW, wenn wir schon über das Bündnis Sarah Wagenknecht reden, wie fällt Ihr Blick auf den Thüringer Landesverband aus als Oppositionspolitiker? Ja, es ist immer noch für mich eine Blackbox. Es ist immer noch in gewisser Weise eine Phantompartei. Das BSW wird ja negativ dadurch ausgezeichnet, dass es als Kaderpartei geführt wird, dass eine sehr starke Selektion, was die Mitgliederaufnahme angeht, durchgeführt wird, und zwar von der Chefin persönlich, so wie ich hörte. Das heißt, Sarah Wagenknecht hat eine Menge mitzureden, auch in den Landesverbänden, die sich konsolidieren, was die Personalaufnahme angeht. Das ist natürlich problematisch, wenn man Demokratie ganz oben anheftet oder zumindest dafür verbal eintritt. Wenn man dann solche rigiden, ja fast schon in Anführungszeichen feudalen Methoden anwendet. Ja, ich weiß, es ist eine bunte Truppe aus alten grünen Mitstreitern, aus alten linken Mitstreitern.
und einigen, die noch politisch sehr unerfahren sind. Das spürt man auch so ein bisschen, finde ich, im Plenum. Ich will jetzt, wie gesagt, noch nicht den Stab brechen. Das ist auch ganz normal. Ich bin da auch wirklich sehr tolerant, dass man als parlamentarischer Neuling auch noch den einen oder anderen Fehler macht, sich erstmal zurechtfinden muss. Auch die Redefertigkeit entwickeln sich mit den Jahren und mit der Übung. Alles das ist sekundär. Aber wie gesagt, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was dieses BSW wirklich ist. Ärgert Sie es? Wäre Ja, BSW ja, Ihre ja, Machtposition natürlich. vielleicht ein bisschen besser? Es ärgert mich mittlerweile, habe ich eine gewisse Gelassenheit und sehe das sportlich. Ja, ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten. Dem Parteienkartell, egal ob man das BSW jetzt dazu rechnet oder nicht, aber wenn man jetzt mal anschaut, wie schnell das BSW in Thüringen in die Regierung gegangen ist, ohne einschlägige parlamentarische Erfahrung zu haben, das finde ich einerseits sehr mutig. Ja. Andererseits muss ich sagen, dass man mit dem BSW natürlich einen Trick umgesetzt hat, der uns Schaden zugefügt hat. Wir wissen aus Nachwahlbefragungen, dass 1/3 der BSW-Wähler, wenn es das BSW nicht gegeben hätte, AfD gewählt hätten, wenn sie jetzt 32,8% als Ergebnis haben und wissen, ihnen sind vielleicht 5 oder 6% verloren gegangen, wir wären schon in Richtung 40% gegangen, dann hätte man noch mal mehr Möglichkeiten gehabt und der Druck auf die etablierte Politik wäre noch größer gewesen, die AfD einzubinden und mitzunehmen. Von daher ja, ist das für uns natürlich eine Sache, die uns nicht erfreut. Ja. Kommen wir trotzdem noch mal ganz kurz zurück auch zum Wahlergebnis, mit dem Ihre Fraktion ja als stärkste Partei eingezogen ist. Sie haben vor 10 Jahren schon von 30% plus X gesprochen, als erster Landespolitiker der AfD überhaupt in Deutschland. Damals hat man Sie ein bisschen, bitte nicht falsch verstehen, unabhängig davon, ausgelacht. Und Sie waren der festen Überzeugung, dass diese Zeit kommt. Was hat zur Bestätigung Ihrer Meinung von vor 10 Jahren beigetragen? Ich habe immer gesagt, wenn die AfD in Opposition zum Establishment bleibt und diese Position auch durchhält. Deswegen hatte ich mich auch in der Anfangszeit der AfD so vehement dafür eingesetzt, dass wir nicht die Strategie fahren, möglichst schnell anzudocken, möglichst schnell Koalitionspartner zu werden, auch um den Preis der Juniorpartnerschaft. Ich habe immer gesagt, wenn Koalition, dann nur als Seniorpartner. Wir müssen in Opposition bleiben. Und das habe ich vor allen Dingen vor dem Hintergrund getan, weil ich gesehen habe, dass die Altparteien inhaltlich immer ununterscheidbarer geworden waren und sich weiter in den letzten Jahren angeglichen haben. Wenn Sie mit guten Gründen gegen die EU argumentieren, mit guten Gründen gegen die Energiewende argumentieren, mit guten Gründen gegen die seit 10 Jahren vonstatten gehende Masseneinwanderung argumentieren, dann haben Sie keine Möglichkeit, Ihre Meinung in Politik überführen zu lassen, außer Sie geben der AfD Ihre Stimme. Ja? Das heißt, die Menschen, die das kritisch sehen, diese Ideologieprojekte, die ich gerade angesprochen habe, die haben nur eine Vertretung und das ist die AfD. Und die Problemhalden, die Altparteien, das Establishment aufgebaut haben in den letzten Jahren, die werden immer größer und werden auch von den Altparteien nicht mehr abgetragen werden können. Davon bin ich überzeugt. Ich denke nur an den Verschuldungsgrad Deutschlands, ich denke nur an den nahenden, drohenden Kollaps des Rentensystems, ich denke an die Krankenhauslandschaft, die jetzt ausgedünnt wird und so weiter. Das heißt, wir waren richtig gelegen, wenn wir gesagt haben, wir bleiben auf Abstand, wir müssen nicht auf Teufel komm raus koalieren und dadurch werden wir immer größer, weil die einzige Möglichkeit, wirklich an diese Probleme heranzugehen, sind die Ansätze der AfD. Aber die CDU rückte unter Friedrich Merz auch deutlich konservativer nach rechts, nicht wahr? Also, das Problem bei der CDU ist, die Programmatik, wenn ich sie mir durchlese, da gibt es viele Dinge, die ich unterschreiben kann. Ja, von der Programmatik, von dem, was geschrieben ist, aber Papier ist geduldig. Am Ende koaliert die CDU, egal ob das Merz ist, der jetzt schon angekündigt hat, mit den Grünen zu koalieren. Merz hat ja sogar frank und frei herausgesagt, dass er sich vorstellen kann, dass ein Robert Habeck wie der Wirtschaftsminister ist, der wirklich hauptverantwortlich für die Deindustrialisierung Deutschlands ist. Das heißt, mit der CDU wird es keine politische Wende geben. Nochmal, Papier ist geduldig, man hat viel abgekupfert bei der AfD, man hat uns programmatische Inhalte geklaut und versucht die jetzt im Wahlkampf zu propagieren. Aber jeder weiß, wer CDU wählt, der bekommt linke Politik. Kommen wir mal zurück der Politik im Thüringer Landtag. Der Haushalt ist einer der wesentlichen Aspekte, die jetzt auf dem Papier erledigt werden müssen, damit auch es zu einem Haushalt kommt. Welche Schwerpunkte will die AfD-Fraktion setzen? Ja, wir haben uns schon sehr intensiv mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt. Es ist ja letztlich
der letzte Wille von Rot-Rot-Grün. Entsprechend fokussieren wir vor allen Dingen die Ideologieprojekte, also den ominösen Kampf gegen rechts, der in unseren Augen ein Kampf gegen bürgerliche Wertvorstellungen ist. Wir haben, wie das heute im Plenum ja auch erklärt habe, leider nach 10 Jahren Rot-Rot-Grün so etwas wie einen linksextremen Sumpf. Wir haben eine Steuergeld begünstigte Institutionalisierung von linken und linksextremen Projekten, die vor allen Dingen Propaganda produzieren. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch keine konservativen Institutionen, die konservative oder rechte Propaganda produzieren. Wir wollen einen neutralen Staat und wir werden überall den Rotstift dort ansetzen, wo der Staat in übergriffiger Art und Weise versucht, die Menschen zu manipulieren und zu beeinflussen. Die Migrationspolitik bleibt natürlich ein Schwerpunkt für Thüringen. Die Forderung, die wir haben und die unsere Leitlinie ist bei der Sichtung des Haushaltes, dass wir als Thüringen so unattraktiv wie möglich für Sozialmigranten werden müssen. Die werden wir natürlich in Haushaltsanträge übersetzen. Die Klimapolitik werden wir in den Blick nehmen, die in unseren Augen irrational ist und die schwere wirtschaftliche Schäden bedeutet. Wir werden vor allen Dingen gucken, wo wir bürokratisch entlasten können, den Mittelstand entlasten können. Das ist ein Herzensanliegen. Wir kommen zurück zur Diskussion um Stefan Kramer, auch im aktuellen Thüringer Plenum, im Thüringer Landtag. Da bleibt natürlich immer noch die Frage, die AfD gilt als gesichert rechtsextrem, eingestuft durch den Verfassungsschutz. Sie selber sagen, das ist eine ideologische Meinung, aber sie wird trotzdem von den anderen Parteien geteilt, nicht? Ja, sie wird geteilt aus taktischen Gründen. Der Verfassungsschutz ist leider ein Kampfinstrument geworden in der Hand der Altparteien, das muss man deutlich so sagen. Also mit dem Stigma rechtsextrem kann ich mittlerweile umgehen, weil ich weiß, ich habe extrem rechts, nicht recht, sondern nicht rechts, sondern recht. Das ist, wie gesagt, auch gerade im Landesamt für Verfassungsschutz unter der Ägide von Kramer sehr deutlich auch in den letzten Jahren zu verfolgen, dass diese Behörde eben nicht mehr als neutrale Behörde geführt wird, sondern als Kampfinstrument gegen meine Partei. Stefan Kramer ist ja wie ein heiliger Krieger auf Kriegsfahrt gegen die AfD. So benimmt er sich, so redet er. Und wir haben ja durch diese Recherche von Apollo News auch ganz viele Indizien dafür, dass er die Behörde wirklich als Kampfinstrument gegen die AfD umgebaut hat. Und nochmal, die Beobachtung meiner Person und anderer AfD-Politiker ist für mich wirklich unerträglich und ein Hohn. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, wofür ich im Verfassungsschutzbericht erwähnt werde. Vielleicht können Sie es selber gar nicht glauben. Ich habe mal in einer freigehaltenen Rede mich zur Außenpolitik geäußert und habe gesagt, mit Blick auf die Mittellage Deutschlands und Europa, dass wir gut beraten sind, zu einem Ausgleichsmodus mit Russland zu finden, weil Berlin, ich habe die Rede damals in Berlin gehalten, meines Wissens, Berlin und das ehemalige Königsberg, das heutige Kaliningrad, sind 500 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber zwischen Berlin und der amerikanischen Ostküste haben wir 5000 Kilometer Luftlinie und einen Ozean dazwischen. Die Erwähnung des Begriffes Ostküste ist nach Meinung des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz eine Chiffre für Antisemitismus. Und dafür stehe ich unter anderem im Verfassungsschutzbericht. Also jedem, der jetzt zuschaut und der uns jetzt hier verfolgt, dem kann ich nur versichern, dieser Verfassungsschutz ist ein politisches Kampfinstrument. Ich bin ein durch und durch bürgerlicher Politiker. Ich habe 15 Jahre als Lehrer gedient, habe 4 Kinder, habe eine Familie, die toll ist und bin niemals mit Recht und Gesetz in Konflikt gekommen. Aber noch einmal, wir müssen es der Ehrlichkeit halber sagen, das Thüringer Innenministerium als Aufsichtsbehörde sieht es anders, aber da haben Sie ja auch Ihre eigene Meinung drin und auch das wird im Parlament ein Stück weit geteilt. Liegen Ihnen denn alle Argumente des Verfassungsschutzes für die Einstufung vor? Das ist ein großes Problem, aber das liegt auch eben daran, dass wir nicht Teil der PKK sind. Also auch da haben wir eben den Verdacht vor dem Hintergrund des Skandals, der jetzt aufgeploppt ist, dass die PKK auch die Hand über Kramer gehalten hat. Wir haben ja die PKK-Berichte, die natürlich auch nicht geheime Sachverhalte transportieren, die aber einen Einblick in die PKK-Arbeit geben. Also alles das, was ich heute in der Aktuellen Stunde referiert habe, diese ganzen Vermerke, die das Innenministerium über Kramer angefertigt hat, die Gegengutachten zu Kramer, der über eine persönliche Materialsammlung verfügt, von der keiner weiß, woher sie stammt. Also auch das zeigt, dass er nicht im Behördengeiste unterwegs ist. Alles das findet in diesen PKK-Berichten keine Erwähnung. Und ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt, warum die Damen und Herren der Altparteien oder der Altfraktionen unter sich bleiben wollen und die AfD als stärkste Kraft auch weiterhin aus der PKK, die ja die Institution ist, die den Geheimdienst kontrollieren muss, draußen halten wollen. Also das riecht und stinkt zum Himmel. Herr Oelke, Sie haben in der Landespressekonferenz im Vorfeld dieser Plenumssitzung unter anderem gesagt, man soll ihm mal zeigen, welche extremistischen
Sätze von Thüringer AfD-Mitgliedern aus dem vergangenen Jahr stammen. Aber gilt es nicht auch, dass es schon im Vorfeld dieses Jahres, also in den vergangenen Jahren, den einen oder anderen rechtsextremistischen oder extremistischen Satz gegeben hat, den man gar nicht einfangen kann? Fühlen Sie sich ein bisschen gefangen in der Vergangenheit? Nein, also ich habe vielleicht zu Beginn meiner politischen Karriere, weil ich mit großem Leidensdruck in die Politik gegangen bin, das eine oder andere unglücklich formuliert, mit zu viel Pathos formuliert, mit zu viel Emotionalität formuliert, ja, weil dieser Leidensdruck irgendwie aufgestaut war und abgebaut werden muss. Man lernt natürlich als Politiker auf. Aber inhaltlich habe ich nichts zurückzunehmen. Und mir soll mal einer sagen, was extremistisch an meinen Äußerungen oder der Parteikollegen ist. Nochmal, Extremismus ist ja nach einer Definition eine Haltung, die ein Mensch hat, die darin sich ausdrückt, dass man die politische Ordnung mit Gewalt verändern will. Das wollen wir nicht. Es gibt keine Äußerung von AfD-Abgeordneten oder AfD-Politikern, die das fordert. Das ist völlig abwegig, im Gegenteil. Wir sehen großen Reformbedarf in Deutschland. Beispiel Gewaltenteilung, andere Dinge, die die Demokratie beschädigt haben, beziehungsweise die Entwicklung der Demokratie in Deutschland zurückgeworfen haben. Beispielsweise sind wir die einzige Kraft, die für Volksabstimmungen auf Bundesebene eintritt. Aber das sind ja Korrekturen, das sind ja Reformvorschläge, die nicht die demokratische Ordnung in Frage stellen, sondern im Gegenteil, die Demokratie lebendiger gestalten wollen. Also nochmal, ich wasche meine Hände und das sage ich im Brustton der Überzeugung, in Unschuld. Ich sage Ja zum demokratischen Rechtsstaat, ich sage Ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und nochmal, alles das, was mir an Prädikaten, Anführungszeichen, vom sogenannten Verfassungsschutz umgehangen wird und auch meiner Partei, ist letztlich nur Produkt von politischen, parteipolitischen Interessen, um einen starken Konkurrenten, der immer stärker wird, auszubremsen und einzubremsen.